Diese süßen kleinen Körbchen arbeiten wir heute aus Jelly Roll, so rum, Stoffresten. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Damit wir unser Jelly Roll Körbchen arbeiten können, brauchen wir 4 Streifen von unserer Jelly Roll. 4 Streifen, à 10 Inch Länge. 10 Inch, das sind 25,5 cm, 2,5 Inch breit, das sind 6,5 cm. Unsere Streifen möchten wir mit einem Vlies bekleben, und zwar H630. Dieses Vlies schneiden wir zu mit einer 2 Inch Breite und 9,5 Inch Länge. Wir nehmen unseren Streifen, legen die linke Seite nach oben, wir bügeln die Klebeseite unseres Vlieses auf die Mitte unseres Jelly Roll Streifens, sodass eine Nahtzugabe ohne Vlies übrig bleibt. Das wiederholen wir bei allen Streifen. So schaut das dann aus. Die Streifen, die ich verwendet habe, sind aus der hier Free Spirit Rolle von Café Facé. Diese vorbereiteten Streifen legen wir nun zueinander. Wir nehmen einen dunklen Streifen, legen ihn lang und wir legen einen hellen Streifen an der Seite an. So schaut das aus. Das gleiche wiederholen wir mit der zweiten Seite. Wir schlagen unsere pinkfarbene Seite über die blaue Seite, über die blau-grüne Seite, oder wir schlagen die linke Seite über die rechte Seite und wir nähen einmal vom Ansatzpunkt bis zum Ende der Naht. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Wenn euch der Kanal gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr ihn abonniert. So liegt das. Dadurch werden Videos und der Kanal weiter verteilt und ihr helft mir zu wachsen. Wir fangen am Ansatzpunkt der Naht an. Und wir stoppen am Ende der Fließeinlage. So, das Ganze schlagen wir wieder zurück. Mit unserer zweiten Seite machen wir genau das Gleiche. Wir schlagen wieder die beiden Seiten übereinander, richten das aus. Wir verriegeln und wir nähen das entlang der Fließeinlage fest. So schaut das Ganze aus. Die erste Seite. Und unsere zweite Seite. Unsere obere Seite nehmen wir und drehen sie einmal weiter. In unserer Mitte treffen sich nun die beiden Nähte. Wir schlagen wieder beide Seiten übereinander. Wir markieren uns die Stelle. Bis hier geht unsere Nahtzugabe. Diese Stelle markieren wir uns. So. Wenn wir das nun wieder flach hinlegen, wissen wir, unsere Naht startet an diesem Punkt. Die Nahtzugabe wandert nach rechts und unsere Naht endet an diesem Ende der Nahtzugabe. Das Ganze nähen wir einmal ein. Unsere beiden Nähte hier, die schieben sich genau ineinander. Wenn wir das zusammengenäht haben, schaut das Ganze so aus. Die obere Seite schlagen wir zurück und wir haben unseren Boden eingenäht. Als nächstes möchten wir auch schon
den Abschluss einnähen. Um unseren Abschluss einzunähen, nehmen wir einmal unseren rechten Streifen, schlagen ihn über das Ende des rechten Streifens hinaus, weiter bis zum Abschluss vom linken Streifen und unseren unteren Streifen nehmen wir und legen ihn einmal gegen unseren neu quergelegten Streifen. Das gleiche wiederholen wir auf der anderen Seite. Wir drehen das einmal so. Unseren rechten Streifen schlagen wir über die zusammengenähten Streifen. Unseren unteren Streifen schlagen wir bis zum zurückgeschlagenen Streifen. Das ist, was wir jetzt haben. Diese Naht möchten wir nun nähen. Das heißt, wir legen bei dieser Naht die rechten Seiten zueinander und stecken das Ganze einmal fest. Und auf der anderen Seite haben wir die gleiche Situation und auch das stecken wir einmal fest. Wenn wir das haben, nehmen wir das wieder mit zur Nähmaschine. So. Und wir nähen einmal die gesteckten Seiten zusammen. Wieder vom Anfang der Naht bis zum Ende der Nahtzucker, bis zum Ende der Fließeinlage. So schaut das Ganze nun aus. Nun kommt der spannende Moment. Jetzt kommt der Twist. Wir haben hier die eine zusammengesetzte Naht. Auf dieser Seite haben wir die zweite zusammengesetzte Naht und diese beiden offenen Enden drehen wir nun zueinander. Das heißt, das Ganze läuft eine halbe Drehung. Wenn wir das so zurechtgelegt haben, legen wir die rechten Seiten zueinander. Wir fixieren wieder, bis hier geht unsere Fließeinlage. Wir fixieren wieder den Anfang der Fließeinlage, haben unsere zusammengelegten Nähte und wir fixieren das Ende. Und jetzt können wir eigentlich gar nichts mehr falsch nähen. Das heißt, das Ganze, so schaut es jetzt aus, legen wir einmal zur Seite und wir nähen. Schauen wieder, dass sich unsere beiden Patches genau ineinander liegen. Was wir nun noch möchten, ist, wir möchten die Seiten schließen. Und dazu brauchen wir nur mit dem Finger einmal genau durch die Öffnung fahren. Hier ist unser Nahtanfang. Unsere Ecke wandert nach oben und unsere beiden Seitenteile wandern zueinander. Wenn wir das jetzt so machen, ich drehe das mal um, dann haben wir hier so eine unschön gedrehte Stelle. Die möchten wir nicht haben. Damit das gut funktioniert, gehen wir hin, gehen nochmal auf Start. So, wir schlagen jetzt die obere Seite zurück. Das ist die Ecke, die wir gleich nach oben schlagen. Hier beginnt die Drehung. Hier sehen wir, hier sehen wir unseren letzten Stich. Und wir schneiden diese Spitze, sieht man es, ein bisschen ein. So, bis kurz vor dem Stich. Wenn wir das haben, legen wir unseren Stoff zurück und wir drehen ihn um 45 Grad. So, und dann haben wir eine vernünftige Ecke
immer noch ein bisschen rund, aber in Ordnung. Ein bisschen rund, weil ich die Nahtzugaben etwas unterschiedlich habe, aber das stört nicht. Das stecken wir einmal fest. Wir können das Ganze nun einfach halten und schon unter die Maschine legen oder aber wir nutzen Clip und stecken uns das Ganze einmal ineinander. Unsere Naht können wir vom oberen Startpunkt verriegeln bis zum Endpunkt über die ganze Stoffbahn laufen lassen. Denkt daran, in einer dieser Nähte muss eine Wendeöffnung bleiben. Damit wir das nicht vergessen, arbeiten wir direkt am Anfang eine Wendeöffnung ein. Und hier lassen wir nun auch die Naht bis zum Ende durchlaufen. Die erste Naht mit der Wendeöffnung. Jetzt brauchen wir also an gar nichts mehr denken. Wir schieben das Ganze weiter. Wir haben die zweite Naht. Und so schaut das Ganze jetzt aus. Und es ist tatsächlich schon fertig genäht. Und wir ziehen das Ganze einmal durch die Wendeöffnung auf die richtige rechte Seite. Komm mal her. Wir können die Ecken so ein bisschen grob ausarbeiten, aber das muss nicht, weil wir sie sowieso in unterschiedliche Richtungen schlagen. Aber dann können wir einmal sehen, ob wir sie vernünftig genäht haben. Ja. So. Die Wendeöffnung können wir entweder mit der Maschine schließen oder aber wir vernähen das Ganze von Hand. Ich möchte das heute einmal mit der Maschine schließen. Das Ganze ist so bunt, dass diese Naht am Ende gar nicht auffallen wird. So schaut das aus. Hier ist meine geschlossene Naht, die möchte ich nach innen legen. Das heißt, ich ziehe das Ganze jetzt einmal auseinander. So. Schlage die obere Seite nach innen. Das sind die Ecken. Seht ihr, und jetzt werden die Ecken ganz automatisch mit ausgearbeitet. Werden ja in die gleiche Richtung geschoben. Oh, da habe ich eine runde Ecke. Ah, nein, da, so. Und so schaut mein kleines Körbchen für meine Ostermitbringsel bei Einladungen aus. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter patchen und quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!